Hallo Freunde der analogen Unterhaltung und willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hunter und Kron. Heute mit Hanabi, hier noch in der alten Verpackung, weil natürlich jeder weiß es, Spiel des Jahres 2013. Wie viele Spieler eigentlich? 2 bis 5 Personen, 30 Minuten Spieldauer, ab 8 Jahren spielbar. Ja, stimmt. Bei Hanabi geht es darum, dass wir mit Karten ein Feuerwerk auslegen. Ein kooperatives Kartenspiel mit eigentlich relativ einfachen Regeln. Es gibt Karten in 5 Farben und jeweils in den Zahlen 1 bis 5, wobei es die 1er 3-mal gibt, die Zahlen 2 bis 4 jeweils 2-mal und die 5er gibt es nur einmal. Ziel des Spiels ist es, diese Karten auszulegen, sortiert nach den verschiedenen Farben und sortiert nach den verschiedenen Zahlen. Beginnt bei der 1 und dann aufsteigend, im Idealfall bis zur 5. Klingt wie ein Spiel für ganz kleine Kinder, wenn da nicht der raffinierte und einzigartige Clou wäre, dass wir unsere Karten gar nicht kennen, weil wir sie falsch rum in der Hand halten. Das heißt, ich kenne nur die Karten meiner Mitspieler. Um jetzt das Feuerwerk trotzdem auslegen zu können, muss ich bei Hanabi meinen Mitspielern Tipps geben, was für Art von Karten sie auf der Hand haben. Und für jeden Tipp, den ich verbrauche, muss ich hier so einen Marker umdrehen. Jetzt kann ich entweder Farbtipps oder Zahlentipps geben. Wären das jetzt hier die Karten meines Mitspielers, könnte ich ihm beispielsweise sagen, du hast hier und hier eine 2. Oder ich könnte ihm sagen, du hast hier und hier eine 4. Ich könnte ihm aber auch sagen, du hast hier und hier eine gelbe Karte. Ich könnte auch sagen, du hast keine 5. Und ich habe immer, wenn ich drankomme, nur 3 Möglichkeiten. Entweder ich gebe einen Tipp oder ich spiele eine Karte aus. Eine, wo ich irgendwie der Meinung bin, genügend Informationen darüber zu erhalten haben, dass die in die Reihe passt. Oder ich werfe eine Karte ab. Und wenn ich eine Karte abwerfe, ist die halt aus dem Spiel raus. Und damit kann ich verbrauchte Tipps wieder reaktivieren, was auch dringend nötig ist, weil mit diesen 8 Tipps kommt man nie im Leben hin. Man kann sie auch irgendwie komisch halten, man darf sie einfach nur nicht umdrehen. Ja, und dann könnte ich einfach hier so einen Tipp geben. Ich könnte hier einfach so ein Tippplättchen, wenn ich so eins dann kann ich einfach sagen, Kron, du hast hier eine 5. Mehr darf ich tatsächlich eigentlich nicht sagen. Und das ist auch ein Prinzip, was bei Hanabi relativ wichtig ist. Man darf eigentlich nicht viel reden dabei, weil wenn man sich natürlich noch irgendwie, wenn man irgendwelche Grimassen schneidet oder bestimmte Tonalitäten verwendet, dann verfälscht es eigentlich so ein bisschen das Ergebnis und ist eigentlich gegen die Regel. Für alle, denen das immer noch zu einfach ist, obwohl man die Karten falsch rumhält, die können hier mit einer 6. Farbe spielen, ja? Und zwar der Farbe Bunt. Und wem das nicht genügt, der kann auch die 6. Farbe wirklich als Regenbogenfarbe spielen und die wird dann tatsächlich, wird dann immer genannt. Also Regenbogen ist rot, gelb, grün, ist alle Farben und dann wird es wirklich tough. Das Spiel gönnt uns glücklicherweise ein paar kleine Fehler, wenn ich nämlich denke, ich hätte einen passenden Tipp und versuche eine Karte auszuspielen, die nicht passt, dann schlägt der Blitz ein, das Spiel geht weiter. Aber wenn das 3-mal passiert, dann haben die Spieler verloren. Sobald der Stapel mit den Nachziehkarten aufgebraucht ist, kommt jeder noch einmal dran und dann ist das Spiel zu Ende. Im Idealfall hat man dann alle 5 Farben von 1 bis 5 gelegt. Das wäre ein perfektes Feuerwerk. Ja, zum allerersten Mal hat mit Hanabi ein Kartenspiel den großen Titel gewonnen, nämlich Spiel des Jahres 2013. Das gab es noch nie. Hätte es meiner Meinung nach 1994 schon geben sollen für 6 nimmt. Aber gut, darüber brauchen wir jetzt nicht mehr reden. Diesmal hat es geklappt mit einem kleinen Spiel und das kleine Spiel ist in meinen Augen ein ganz großes Spiel. Hanabi hat mich schon, muss ich sagen, echt überrascht als Spiel des Jahresgewinner. Nicht, weil es ein schlechtes Spiel ist, es ist ein brillantes Spiel, es ist unglaublich originell. Es hat, von der Mechanik her ist es wirklich was ganz, ganz Neues. Aber eine kleine Einschränkung würde ich doch nennen, denn ich finde, das Spiel ist so originell, dass es eben auch speziell ist. Also es ist, finde ich, eben nicht ein Spiel, das wirklich in jeder Runde optimal funktioniert. Man muss sich da ein bisschen rantasten. Also man wird beim ersten Mal mit einer vollkommen fremden Gruppe, in der man die Mitspieler nicht kennt, auf gar keinen Fall ein 25-Punkte-Feuerwerk legen, geschweige denn 30-Punkte-Feuerwerk. Aber wenn man dann langsam eben die Mitspieler
kennt und kennenlernt, dann fährt Hanabi wirklich zu Hochtouren auf und dann ist es eben auch möglich, wirklich tolle Ergebnisse zu erzielen. Ja. Ansonsten ist es ein tolles Spiel. Also von daher kann man es euch natürlich empfehlen, aber zumindest mal gucken, worauf man sich hier einlässt, nämlich schon ein bisschen aufs Überlegen und aufs Taktieren und so. Ich würde es einfach meiner Tante schenken und sagen, jetzt setz dich hin und lass dich einfach mal drauf ein, weil ja, es wird vielleicht das erste und letzte Mal gewesen sein, dass wir unsere Karten falsch rum haben. So ist es. Also das war's für Hanabi. Wir sehen uns beim nächsten Mal und ciao.